Hi, welcome to the Screw-Up Exchange. My name is Patrick. Hi, my name is Draško. And today we have a special treat for you. We are going to do the podcast in German. Today our guest is Joachim Clay. And to start off, I would like to have him introduce himself. Herr Clay, kannst du etwas über sich erzählen? Ganz lieben Dank, aber natürlich kann ich etwas über mich erzählen. Ja, ich bin jetzt in Ebenkoben, einer schönen Südwestpfalz und darf heute mit euch beiden ein bisschen plauschen. Wer bin ich oder was macht mich aus? Ich habe damals eine Schlosserlehre gemacht und das ist für mich bis heute noch wichtig, weil ich halt einfach gerne etwas anfasse und es auch wirklich praktisch verstehen will. Und es hat auch für manche einen absoluten Schrecken, weil ich auch vor nichts zurückschrecke, auch mal wohin zu gehen und zu gucken und auch mal die Hände zu nutzen oder dem einen oder anderen nochmal zu zeigen, wie man so ballig feilt. Ja? Also diejenigen, die da eine Schlosserlehre gemacht haben, wissen, was das bedeutet. Ich habe dann irgendwann mal Maschinenbau studiert und ich glaube, das war das, was mich auch am meisten geprägt hat. Damals zur Firma Porsche als Praktikant, Diplomant und dann auch später viele Jahre gekommen. Warum das Ganze? Es war eine Krisenzeit. Es ist damals 1900, ich weiß gar nicht, 95, 96 war es, kein einziger 911er mehr in Deutschland verkauft worden. Wir haben also damals, weil ich Teil davon war, um die Firma gekämpft. Wir haben um den Boxster-Anlauf gekämpft und dort habe ich ich habe viele, viele Dinge dort erlebt, die ich Jahre später erst verarbeitet habe. Das, was GIS bedeutet oder die 5 Rs, das richtige Teil, dann richtigen Qualität, Kosten, Zeit und so weiter, das ist dort gelebt worden. Also das ist wirklich dort in einer Form gelebt worden. Ich war später verantwortlich über 60 Lieferanten, also gesamten Grundmotor, alle Anbauteile daran, inklusive aller Abgasanlagen, das waren meine Bauteile. Da war ich alleine für verantwortlich, von der Entwicklung bis ins Feld hinein. Und ich sag mal, da gab es so eine Situation, weil ich keine Lust hatte, die Privataudienz von Herrn Macht zu bekommen vom Vorstand. Da bin ich auch mal mit einer Abgasanlage mal eben kurz über den Hof gehetzt, obendrauf auf dem Rücken, bloß keinen Bandstillstand verursachen. Ja? Das war wirklich die absolute Maxime. Und ich war mit dem Kurbelgehäuse bis auf 1 Stunde am Montageband dran. Also wirklich, da war Guss fertig, ich sag mal ein paar Minuten bearbeitet und dann ging es in die Montage rüber. 1 Stunde war ich da weg, auch teilweise in der Abgasanlage vom Turbo. Halbe Stunde war wirklich nur noch ein Zwischenpuffer da. Und das waren wirklich ausgefuchste Prozesse, wo das Thema Qualität, Produktion, Menschen, Führung, Technik, da war alles dabei. Und das war das, wo ich mir mit sehr nachher noch drauf einkomme. Für die Bauteile, es gab da für die Bauteile 60 Lieferanten nur mich. Da gab es keinen Vertreter. Und da habe ich natürlich in dieser, auch für mich im Nachgang kurzen, aber da war unendlich viel inhaltlich passiert, sehr, sehr viel gelernt. Ich war Teil davon. Ne? So, ich war Teil dieser Kultur. Und habe auch vieles einfach getan, ohne zu wissen, dass das was Besonderes oder irgendwie sowas ist. Irgendwann war dann eine Zeit, weil es war sehr, sehr anstrengend. Es war auch vollkommen normal, dass ich auch mal gerne sonntags morgens vor den Frühstücksbrötchen in irgendeiner Fabrik stand oder sonntags nachts oder samstags früh oder samstags mittags. Du warst dann damals bei Porsche, also wusste ich ja ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte, du warst schon immer in deinem Daimler. Nein, deswegen unterhalten wir uns ja. Ne? Ja. Ich war also wirklich einige Jahre bei Porsche gewesen und war im Kaufteile-Management. Das ist im Endeffekt die Schnittstelle zwischen wirklich, der Entwickler hat eine Idee und bis wirklich in Feld hinein. Also ich habe wirklich auch Feldprobleme dort auch mit gehabt, mit allem. Und ich hatte da ein Vorstandsprojekt gehabt. Auch das Kurbelgehäuse hatte damals ein paar Schwierigkeiten, ich formuliere es mal so, die dann dazu geführt hatten, dass ich dann als Lenkungskreis einmal die Firma oben in Neckarsulm hatte und gesamt Zuffenhausen inklusive Weissach waren alle Abteilungsleiter. Das hatte ich damals von der Porsche Consulting übernommen gehabt, das Projekt. Und so nach 1,5 Jahren waren wir von fast 80% Ausschuss auf stabile 5 bis 6% runtergekommen.
Und das war wirklich, das fing an, dass nachts riesengroße Gusswerkzeuge angekommen sind und es hat nur daran gescheitert, dass ein Verlängerungskabel da war. Ja? Einfach so ein stumpfes Verlängerungskabel hat gefehlt, um irgendwas anzuschließen und zu überprüfen. Ja? Oder solche tollen Sachen so, wenn man ein Werkzeug weggibt oder auch neu, dann glaubt man ja, dass das ja sauber gemacht wird. Wir haben dann uns Endoskope organisieren müssen, diese ganz langen Dinge, die kennt man eigentlich aus anderen Technologien und haben wirklich dort in die ganzen Kanäle reingeschaut und festgestellt, was suchen die Späne da drin? Da müssen wir uns ja nicht wundern, dass dort, ich sage mal, zufälligerweise die Kühlfunktion nicht stattfindet. Oder wenn man zwei gleiche Werkzeuge kauft, hätte ich jetzt die Erwartung gehabt, die sind auch konstruktiv gleich, weil die Zeichnungen waren ja auch gleich. Ja? Es gab ja keine zwei. Operativ war es einfach so, es waren komplette unterschiedliche Kühlkanäle drin. Und wir haben uns dann die ganze Zeit gewundert, hinterher im Ausschuss, warum die so unterschiedlich waren. Das heißt, wir sind auch dort schon sehr, 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 sehr tief, was das Thema Problemlösung betrifft, runtergegangen, um einfach zu verstehen, woran es liegt. Und es waren teilweise Missverständnisse, es waren teilweise einfach schlechtes Management, es war einfach teilweise Schluderei. Und das haben wir wirklich nach 1,5 Jahren hingekriegt, wirklich nur mit 1,5 Personen das Ganze statt, ich meine, damals waren 25, 30 Leute daran beteiligt gewesen im Projekt, bevor ich das übernommen habe, wirklich runterzuschrauben. Und so gab es einige Projekte, auch so Austauschmotorprojekte und. War eine spannende Zeit. Es hat auch Spaß gemacht, mit den Dingern bei 120 km/h im Volldrift in Weissach fahren zu üben. Ja? Das ist etwas, da bin ich, wenn man jetzt einen kleinen Schmankerl erzählt, ich fahre ja seit ich 18 bin Motorrad. Und mein alter Chef hatte mich damals beim Motorradfahren erwischt, der alte Weigold, und der ist schier ausgeflippt. Und hat gesagt, wenn du so mit den 911ern fährst, wie du Motorrad fährst, das lassen wir jetzt hier gerade mal bleiben. Und hat mir dann erstmal so ein Fahrsicherheitstraining dann in Weissach organisiert. Und da habe ich dann fahren gelernt. Das Problem daran war, ich bin nicht langsamer geworden, ich bin nur schneller, stabiler geworden. Ja, und das weiß ich noch bis heute. Da saß neben mir im Boxster ein Kollege, ein 250 Autobahn, linke Spur, Vollflug, ja, so eine leichte Kurve. Es war eine Brücke mit so Metallteilen und das Ding ist mal kurz so leicht schräg weg. Der hat neben mir in die Hosen gemacht und bei mir hat gerade der Spaß angefangen. Ja, so. Ich kann das heute zwar nicht mehr, weil das ist auch gut so. Irgendwann habe ich dann auch mal vor ein paar Jahren festgestellt, auch ich werde älter, auch mein Nervengerüst macht nicht mehr alles mit. Aber das waren so Kleinigkeiten. Und ich sage mal eben, ich hatte erzählt gehabt, dadurch, dass ich sage mal wirklich auch viel gearbeitet habe, war viel unterwegs, ich hatte teilweise 3 europäische Länder in der Woche gehabt, hat meine Familienplanung einfach so nicht funktioniert wie gedacht. Ich habe in der Zeit halt geheiratet und auch ein Kind gekriegt. Also ich nicht, sondern meine Frau. Da habe ich also für mich dann einfach festgestellt gehabt, es wird einfach Zeit, dass ich mal was anderes kennenlerne, auch als Firma. Und dort bin ich dann zu den Daimler Trucks nach Wörth gegangen, war erst in Qualitätsmanagement, weil ich sag mal, bei Porsche noch eine Auditorenausbildung gemacht hatte, einen EOQ-Auditor. Ich war dort, ich habe teilweise komplette Werke freigefahren, also war Lead-Auditor auch für meine Bauteile gewesen. Und deswegen habe ich im Werk Wörth erstmal eine Qualitätsmanagement angefangen. Dort haben wir Regelkreise aufgebaut, wir haben dort Garantie- und Kulanzkosten nachgewiesen und aufgezeigt, wenn man die Qualitätstore wirklich sauber zumacht und also Qualität als etwas versteht, nicht mit dem Department obendrauf, sondern jeder ist für Qualität verantwortlich und muss schauen und auch prozessual schauen, dass sowas einfach immer in dem Rahmen umgesetzt wird, wie es auch vereinbart wurde. Dann spart man halt im Jahr so 500.000 bis 600.000 Euro an Garantie- und Kulanzkosten. Und das war eines unserer erfolgreichsten Projekte damals. Es war sehr interessant, weil ich im Hintergrund mit meinen Altkollegen von Porsche, von BMW und so weiter Kontakte hatte. Die haben teilweise darauf gewartet, dass das Werk Wörth IT-technisch Dinge umgesetzt hat, die später dann auch bei Audi und bei Porsche und so weiter umgesetzt wurden. Auch die haben quasi die Entwicklung abgewartet, waren externe Softwarehaus, die das gemacht haben. Und im Hintergrund haben wir auch damals schon uns über Standards unterhalten. Also das heißt, wir haben miteinander in einem anderen Zirkel zusammengesessen, haben Prozesse nebeneinander gelegt, weil im Endeffekt ist es wurscht, was für ein Produkt da durchläuft. Die Abfolgen oder die Qualitätsprozesse oder problemlose Prozesse sind an dieser Stelle ja alle gleich. Und das ist das, was wir halt gemeinsam halt vereinbaren können. Und das ist dann auch sehr erfolgreich geworden.
Problem daran ist nur, und das war das erste Mal, wo ich schon mal ins Straucheln kam, weil das war etwas, was ich bei Porsche so nicht kannte. Jetzt habe ich ein ganz tolles System, ist alles sehr transparent in Echtzeit und. Das hat dazu geführt, dass die Führungskräfte überfordert wurden und waren, weil sie auf einmal nicht damit umgehen konnten, ihre Probleme, die jetzt nun mal wirklich sehr plastisch da stehen und auch nachvollzogen wird und auch geguckt wird, wann läuft denn was wie aus Richtung Meilensteine und Umsetzung, dass die dort auch was zu tun haben und dass sie dort, dass Qualität in ihrer Verantwortung liegt, also nicht das Qualitätsdepartment, sondern wirklich die Führungskräfte selber und dass sie dort in die Grenzen ihrer eigenen Problemlösefähigkeit gekommen sind. Und da sind teilweise wirklich auch wieder so Schattenprozesse entstanden, weil diese ganzen Führungskräfte damals auch schon nicht abgeholt wurden. Der Change-Prozess hat dort prozessual stattgefunden, aber nicht seitens Führung und seitens Verständnis schaffen und seitens Vorbereitung, Training und auch Begleitung. Das ist dort nicht passiert. Und dementsprechend war es auch dann nur begrenzt im Endergebnis halt wirksam. Kurze Frage, Jochen. Wann war das? Also so von der Einschätzung her, weil du sagst von damals. 2002 bin ich zum Daimler gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Anfang Januar 2002, ja. Und wenn du jetzt 2002 so nehmen würdest und sagst, okay, was hat sich denn von 2002 bis heute getan mit diesem Change-Prozess? Also was fällt dir denn so auf? Wie viel haben wir da, also jetzt nicht nur Daimler als Unternehmen, sondern generell die Gesellschaft, die Businessgesellschaft sich da weiterentwickelt? Da muss ich leider feststellen, sehr, sehr wenig. Und das ist bis heute so. Und ich sag mal, selbst wenn ich jetzt an meine letzten Jahre beim Daimler noch denke, das Wissen ist da. Es sind auch ein Kernteam an Menschen da, die einfach zutiefst davon überzeugt sind und wissen, wie es auch geht. Ich hatte damals, und ich glaube, das war das, was für mich ausschlaggebend war, ich hatte 1,5 Jahre ein Leuchtturmprojekt im HR gehabt und hatte dort natürlich auch verstanden, wie werden Leute eingestellt, mit welchen Kriterien werden Leute eingestellt, wie werden Leute in einem System, Daimler-System, befördert, wie werden Leute im Daimler-System ganz oben Führungskräfte. Das sind andere Kriterien, die dort angelegt wurden, als das, was ich eigentlich brauche, um Prozesse wie damals bei Porsche so auszufuchsen. Und das Interesse ist nicht da, sich mit den Prozessen auseinanderzusetzen. Und ich sage mal in erster Linie, wenn irgendwas nicht funktioniert, muss ich mir überlegen, was ist in dem Prozess nicht in Ordnung? Und in zweiter Linie, was kann dann der Mensch jetzt unterstützend dazu tun? Und diese Gedankenwelt ist da nicht da, das ist bis heute nicht. Man sieht es ja selber in der Presse mit allen drum und dran. Gerade Daimler ist ja da wieder massiv in der Presse drin. Der Change hätte schon längst da stattfinden müssen, aber der findet in erster Linie in meinem Verständnis von oben nach unten über die Führungskräfte statt. Die haben die Orientierung zu geben, also wirklich eine operative Strategie, messbar, nachvollziehbar. Die haben einen Rahmen zu geben, die haben Sinn zu stiften. Und damit auch im Endeffekt auch ihre Mitarbeiter mitzunehmen und wirklich an den Prozessen zu arbeiten. Und ich weiß noch, wo wir damals bei einer Japan-Lernreise, da hatten wir einen Werkleiter gehabt, einen stellvertretender Werkleiter, ich muss korrekt bleiben, der hatte so eine Größe Sindelfingen. Ja? Also wir reden wirklich über beim Daimler Gott, ja, und bei Toyota, ja. Ne? So, und ich fand das bis heute noch super interessant, weil da waren 2 Aussagen. Also das eine ist, er ist dann, ich glaube, der hat gesagt gehabt, das Interesse bei Toyota damals war, in die Produktion zu gehen, weil in der Produktion mehr Geld bezahlt wurde wie in den administrativen Bereichen. Ja? Hier in Deutschland ist es genau umgekehrt. Ja? Also wenn Karriere, dann bitte im Admin-Bereich, da machst du Karriere. Bei Toyota war es genau umgekehrt. Also wenn du Geld verdienen wolltest, dann geh in die Produktion. Ja? Und das Zweite ist, weil wir ihn gefragt haben, so ein Werkleiter, wenn man sich das vorstellt, wie Sindelfingen, um einfach 2000 Fahrzeuge waren das damals pro Tag, die dort montiert wurden. Und das war, weiß ich noch bis heute, was seine Hauptaufgabe war. Und wir haben ja natürlich dort in Deutsch gesprochen, hatten einen japanischen Übersetzer dabei. Und das war auch eine der Fragen, die mehrmals gestellt wurden, weil er einfach nicht verstanden hat, was wir wollten mit dieser einfachen Frage, was ist seine Aufgabe eigentlich als stellvertretender Werkleiter? Und dann kam die Antwort, er ist für die Atmosphäre in dem Werk verantwortlich. Und dann sind wir, nochmal, was hat er jetzt gesagt? Atmosphäre? Was bedeutet denn Atmosphäre?
Ja, für ihn ist doch wichtig zu wissen, wann einer geheiratet hat, was er für Probleme hat, ob er Freude hat, wo er steht, wo er wie unterstützen kann. Und da war bei mir persönlich echt so, ich meine, wir reden über echt großes Werk. Und seine Aufgabe ist, die Atmosphäre zu verstehen und zu gestalten. Und ich glaube, das beschreibt als nächstes, also am einfachsten einfach diese großen Unterschiede auch bis heute. In meinem Erleben ist es auch bis heute so, dass vieles sehr mechanisch, ob das Lean ist oder andere Vorgehensweisen Agiles, wird sehr mechanisch durchgeführt, methodisch. Aber leider die ganzen Menschen und auch gerade die Führungskräfte komplett dabei vergessen. Und wir hatten das damals in der indirekten Expertenausbildung versucht, andersrum zu machen, dass wir immer erst die Führungskräfte trainiert haben, begleitet haben, fit gemacht haben und erst dann die Methode kam und erst dann die Methode umgesetzt wurde und die Führungskräfte immer einen Schritt im Voraus waren und damit im Endeffekt auch ihren Mitarbeitern Rede und Antwort stehen konnten. Und das war eigentlich unser Ansatz gewesen. Das hat viel mit der Haltung zu tun. Ich meine, das wisst ihr beiden selber, die Methoden einzuführen und zu machen, das ist Schnickschnack. Da gibt es keine Geheimnisse mehr, das ist ruckzuck getan. So, das Ganze zur Wirkung zu bringen, dass du oder ich oder Patrick rausgehen können und die machen eigenständig weiter, das ist doch eigentlich die Kunst. Und das ist doch eigentlich das, worum es geht, eine Wirkung zu hinterlassen. Und da muss ich ja sagen, auf deine Frage zurückzukommen, das Change-Verhalten, die Bereitschaft, echte Veränderung, also wirklich also sich selber jeden Tag in Frage zu stellen und zu überlegen, was kann ich jetzt besser machen im Sinne von Prozess oder auch Mensch und auch Führung oder auch Orientierung. Das habe ich nicht oft erlebt. Das muss ich leider so sagen. Das ist ein Handicap, was ich bis heute sehe. Und das finde ich auch schwierig, gerade im jetzigen Zustand, im Mittelstand auch, wo viele einfach meinen und glauben, zumindest ist das mein Erleben so, weiter so. Ja? Wir müssen ein bisschen produkttechnisch ein bisschen was ändern und läuft so. Corona wird gar nichts mehr gleich sein. Das werden wir auch in dieser Form so nie loswerden, meine Vermutung. Wir werden dort mit ganz neuen Gedanken und Prozessen uns auseinandersetzen müssen. Es fallen, weil schlagartig Dieselaffäre und Corona zusammenkommen. Und nicht vergessen, Dieselaffäre hängt immer noch drin. Dieser Fokus auf das ganze Thema Elektromobilität, das führt dazu, dass wir hier einen Mittelstand haben. Und das sind, also ich meine, wenn ihr jetzt aus eurem großen Konzerndenken heraus, da gibt es Leute, das war damals für mich das Beeindruckendste, dass ich quasi in der allerletzten Lieferantenkette bei Porsche damals war. Wir haben dann dreimal und sind um das Haus herum gefahren und dann hat die Mutti dort einen Campingtisch gedeckt gehabt für uns, weil das war nämlich der Lieferant, der Ölpeilstäbe produziert hat. Ja? Und ich meine, das muss man sich einfach mal überlegen, was das Ganze bedeutet, in welcher Lieferantenkette, ja, wenn du da oben so ein paar Autos baust, alles nett. So, und wenn du mal runtergehst, wie viele Leute da in dieser gesamten Kette dran beteiligt sind und auch wirklich teilweise weltweit verstreut, da habe ich einfach Angst. Und die sind nicht mehr in der Lage, weil die waren technologisch fit. Das ist das, was ich auch in den letzten Jahren erlebt habe. In den letzten Jahren ist immer die Technologie verkauft worden und nicht der Prozess dahinter. Und wenn ich den Prozess im Griff habe, dann kann ich auch dort gedanklich ganz andere Produkte produzieren. Da kann ich auch die Menschen ganz anders führen und ihre Verantwortung auch anders einfordern. Es bedeutet halt nur, ich muss dort auch anders herangehen. Ist ein interessanter Aspekt. Du warst jetzt, sage ich mal, nicht nur in Deutschland während deiner Daimler-Zeit tätig. Ich glaube, du warst auch ab und zu mal im Ausland, nehme ich mal an, für den Daimler. Hast du da irgendwie, also ich habe da öfters das Gefühl, dass Management anders gelebt wird und Führung anders gelebt wird, gerade in den USA jetzt. Also da war ich öfters, auch teilweise in Brasilien. Aber das ist schon ein großer Unterschied. Und eins, was ich auch immer ausgemacht habe, ist auch der Konkurrenzkampf, der dort spürbar ist. Also, dass unsere Unternehmen, also unsere Produkte dort in einem Konkurrenzkampf spürbarer sind und das Management das auch erlebt. Wie hast du das empfunden? Also genau so. Also mein erstes Erlebnis, und da brauchen wir gar nicht ins Ausland gehen, das war damals von Porsche aus, hatte ich auch Lieferanten in Ostdeutschland gehabt. Und es war für mich unerträglich, wie dann Westdeutsche, ich Westdeutscher, du Ostdeutscher, ne? Was für ein Führungsverständnis dort war und eigentlich dieses Wissen total kaputt gemacht wurde. Ich war viel Zeit in Detroit gewesen, bei DDC Diesel. Ich war in Brasilien und ich weiß nicht was wo. Und was habe ich dort erlebt? Es ist ein komplett anderes Führen.
wir haben dort als Deutsche oder als Ausländer kein gutes Bild teilweise im Management abgegeben. Ich sage mal, die USA war tendenziell, also bis man die mal herausgelockt hatte in ihrer eigenen Meinung, die waren echt eher so Befehl und Umsetzung orientiert, ganz schwierig, und waren in irgendeiner Form irgendwo gedanklich unterwegs, aber sicherlich nicht da, wo sie sein sollten. Also da musste man auch ganz anders führen. Und ich fand es einfach schwierig, wenn regelmäßig dort Expats vorbeigekommen sind, so 3, 4 Jahre, haben dort ihre Karriere geplant. Das amerikanische Werk hat dann jedes Mal irgendwo so einen Durchlauf an irgendwelchen Führungstourismus gehabt, was eigentlich nie dazu geführt hat, dass dieses Werk mal eine eigene Kultur aufbauen hätte können. Und ich war wirklich in den Anfängen von Detroit mit dabei, wo Leute noch aufgrund von der Union schlafen durften und lauter so Zeugs im Band. Also es war sehr, sehr, sehr spannende Zeit. Ich glaube, es ist immer noch so ähnlich. Ja, okay. Brasilien dagegen fand ich sehr interessant. Heißblüter ohne Ende, also wirklich auch energetisch ganz anders. Da hatte ich einen Eindruck gehabt, das war für mich so, woran erkenne ich eine Führungskraft? Ich komme grundsätzlich zu spät, habe eine Kippe in der Hand und trinke Kaffee. Das war für mich, wo ich echt denke, so, boah, bei allem Verständnis, das hat nichts mit Respekt, mit nichts zu tun. Wenn ich in meinem Verständnis dort in so einer Kultur bin, sollte ich ein Mindestmaß daran haben, mich auch auf die Kultur und auf die Bedürfnisse einzulassen und sie auch zu nutzen. Die Brasilianer waren sehr offen, die waren sehr umtriebig, die wollten dort eine ganze Menge was tun. Da ist dieser Hunger da, einfach mehr aus dem Leben herauszumachen. Aber es ist immer weggedrückt worden von, ich sage es einfach an dieser Stelle, weil ich Teil des Systems war, von uns. Und ich habe ja, ich sage mal, im Rahmen der Lean-Offensive, OMCD, war ich dafür verantwortlich, Standards ja zu entwickeln in Brasilien und in den USA. Ja? Und das war schon total klassisch. Damals Headquarter, ja? Wir haben unseren Standard. Rums, ja? Das Werk Word hat den Standard erfunden. Mhm. Da reden wir über Logistik und lauter so Zeugs. Ja? Also wirklich so. Das gab einen Aufschrei. Mannheim, Gaggenau, Kassel und Rastatt. Ja, nee, das ist ja euer Standard. Unser nicht. Ja? Also wir haben einen anderen. So, bis wir alleine diese Kultur in Deutschland gerade gezogen hatten. Und da waren wir ganz stolz, jetzt haben wir unseren Standard. Okay, haben wir unseren Standard, ja, wie wir unsere Meister trainieren wollen und. Alles gut. Und dann komme ich in die USA. Nee, wir haben unseren Standard. Und eben dieses einen Rahmen dem Ganzen zu geben. Wir haben einfach einen Rahmen in diesen ganzen Trainingsunterlagen gehabt, der war fix und es war auch akzeptiert, dass das dieser übergreifende allgemeine Standard war. Wir haben zu jedem Thema, hatte jedes Werk seine Beispiele dazu beitragen dürfen, auch eingefordert dürfen. Und somit haben wir wirklich auch dort eine breite Masse erreicht, weil im Endeffekt ging es nicht darum, ob das jetzt auf Mühe genau darum ist, oder darum, oder ob die Markierung so aussieht oder so aussieht, sondern der Grundgedanke dahinter, wir müssen bestimmte Visualisierungen schaffen, wir müssen Transparenz schaffen, wir wollen Abweichungen sehen. Darum geht es. Ja? Und das war das, was das Entscheidende war, warum das auch dann erfolgreich war, weil wir die Leute dort aktiv mit eingebunden haben, sie beteiligt haben. Mhm. Wenn man das jetzt wieder drauf schaut, auf das Thema Management und Change heute, es reicht nicht aus, wenn ein Vorstand heute ausruft, ich weiß es, wir müssen da entlang. Das ist schön, dass er das weiß, sondern er muss im Endeffekt, und das ist seine Aufgabe in meinem Verständnis, auch Geschäftsführer genauso, seine Jungs und Mädels hinter sich bringen. Ja? Er muss sie dort an dieser Idee beteiligen. Ja? Es kann jemand eine Idee formulieren, aber das ist das, was ich nie verstanden habe. Die Leute schaffen alle im Privat, sich top zu organisieren. Und in solchen wichtigen, entscheidenden Elementen, da frage ich die nicht, da binde ich die auch nicht ein. Da muss ich mich auch nicht wundern, dass sie sagen, das ist ja deren ihre Strategie. In dem Augenblick, wo ich Mitarbeiter und auch Führungskräfte einbinde, dann ist es unsere Vorgehensweise, weil wir dahinter stehen, weil wir es verstehen. Ja, und das sieht man auch sehr schön in den Konflikten mit den Betriebsräten immer wieder, die sind schlichtweg nicht eingebunden worden. Und die heutigen cleveren Betriebsräte, die haben ein Interesse, das Unternehmen zu erhalten in erster Linie und dann ihre Wählerschaft zu organisieren. Weil wenn es kein Unternehmen gibt, gibt es keinen Betriebsrat, gibt es keine Wähler, auch klar. Ne? So. Also müssen die in dieser Stelle aus meiner Sicht auch wirklich aktiv mit eingebunden werden, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass ein Unternehmen auch weitergeführt wird. Und jetzt bist du ja, sage ich mal, auch eine Zeit lang als Selbstständiger unterwegs und hast natürlich auch kleinere Unternehmen und Umstände auch kennengelernt. Wie ist denn das, wie siehst du das als praktisch jetzt, wie kannst du das einordnen zu deiner Zeit als in einem Großunternehmen international und
wo alles da war vermeintlich und auch sehr stark vorgegeben wurde und vielleicht nicht immer ganz so viel Sinn gemacht hat. Wie ist denn das im Mittelstand? Also wie siehst du das aus deiner heutigen Rolle heraus? Es sind zwei Rollen vielleicht an dieser Stelle, und zwar die eine Richtung der Eigenverantwortlichkeit als Werkleiter und dann in die Freiberuflichkeit, wobei da sehr nah beieinander ist. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da saßen wir in Untertürkheim und haben uns bestimmt einen Tag lang darüber unterhalten, im Wertstrom, wenn ich prozessuale oder parallele Prozesse habe, wie wird die Zykluszeit und die Prozesszeit eigentlich richtig berechnet? Ne? Weil alle, die das Bild oder diese Berechnung haben im Internet, ja, gibt es da sind nie Parallelprozesse drin. Ja, sondern das ist alles immer schöne Reihe, super. Ja, so, aber was passiert, wenn ich jetzt dort 5 gleiche Zerspannungsmaschinen habe, die unterschiedliche Zykluszeiten haben? Was bedeutet das jetzt für die Prozesszeit unten in der Fieberkurve? Da haben wir einen Tag für gebraucht. Da haben wir mit allen Fakultäten darüber diskutiert und waren echt, wir haben es gepackt. Ne? Die Zeit ist überhaupt nicht da. Im Mittelstand wird nur gefragt, so, bist du des Wahnsinns? Warum kannst du das nicht in 2 Stunden das Training machen? Ein Tag geht nicht. Das heißt also, dieser Punkt, und das war das auch in meiner eigenen, wo ich selber Werkleiter war, da genauer drauf zu schauen, und zwar vorher. Wenn ich mache nur eine Methode, wenn ich schon die Hypothese habe, es fällt was bei raus, und zwar in Euro. Das ist die einzige Währung, die zählt im Mittelstand. Ja? Das macht ja keiner zum Spaß. Ja? Und ich sage mal, Kundenzufriedenheit heißt immer noch Euro, weil ich sage mal, mehr Kunden, mehr Zufriedenheit, mehr Produkte verkaufen. Auch klar. Wird einfach methodisch nur noch das getan und auch nur so wenig getan, wie es notwendig ist. Also diese 70-30-Regel oder von mir aus auch noch weniger, ist viel entscheidender. Dieses einfach mal tun. Ja? Wir hatten damals, das war so ein Slogan, den ich damals auch von den Toyota-Kollegen übernommen hatte, just fucking do it. Ja? So, wir können viel drüber nachdenken und hirnen, mach es einfach, weil bei dem Machen lernst du. Und da sind viele kleine Schritte viel wichtiger, als wenn du dir Gedanken vorher machst, was könnte passieren, wenn. Totaler Bullshit. Wenn du kleine Schritte tust, ist das Risiko, was passiert, auch klein. Und du kannst immer wieder zurück. Also ist das gar kein Problem eigentlich mehr. Und das ist das, was im Mittelstand besonders ausmacht. Und das ist egal, ob das 50 Leute sind, ob es 100 Leute sind oder 2000 Leute sind. Das Entscheidende ist, wirklich sehr schnell auf den Punkt zu kommen und wirklich das zu tun, wo eine Wirkung daraus kommt. Für alles andere haben die kein Geld. Da haben die auch kein Interesse dran. Bringt auch nichts. Das heißt, das ist so ganz bewusst dieser ganz große Unterschied zwischen der damaligen Welt, einen Tag zusammensetzen mit 5, 6 Leuten, sich über irgendeine Formulierung Gedanken zu machen oder einfach tu es und erzeuge Wirkung. Ja, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, ist auch die Entscheidung dann zu treffen, wir machen das jetzt. Und das erlebe ich sehr oft, dass es einfach, glaube ich, hinausgezögert wird, bis mal eine Entscheidung getroffen wird, aus irgendeiner Angst, nicht das Richtige zu tun. Ja? Also das erlebe ich sehr oft. Und das bremst uns, glaube ich, unheimlich in vielen Themen. Und ich glaube, das ist so ein typisches Großkonzernproblem. Also ich glaube, oder vielleicht ist das eine Krankheit. Ich kann es nicht sagen. Also ich würde es an dieser Stelle noch nicht mal Konzern oder Krankheit, es hat was mit Erziehung zu tun. Also ich würde das sogar so weit gehen, dass wir leider unsere Kinder nicht mehr zu einem gewissen Grundrisiko erziehen. Ja? Also wer sich damals mit dem Fahrrad mal hingelegt hat, dem war klar, ich mache beim nächsten Mal diesen Move nicht mehr. Ja? Also heute wird alles um die Kinder herum abgesichert. Also wenn ich überlege, was ich früher alles gemacht habe, ja, ich lebe noch, ja, es gab da ein paar blöde Unfälle, gar keine Frage. Aber wir werden immer mehr sicherer. Und ich hatte damals, der Jonas Dageförde, war damals auch ein Daimler-Kollege, auch im OMCD, indirekte Expertenausbildung, der digitalisiert gerade die Stadt Kiel. Und von ihm habe ich damals gelernt gehabt, das fand ich super interessant. Der hat privat ein paar Startups gehabt und so weiter, alles fein. Er hat zusammen mit seiner Frau das Risiko bewertet. Und dieser Gedanke, also ich sag mal, ich kann jetzt drauf gucken und sagen, ja, da könnte das passieren oder das könnte passieren oder das könnte passieren. Das ist in unserem Sprachgebrauch, ja. Aber wie hoch oder wie teuer wird denn das Risiko? Was kostet mich das Risiko jetzt, wenn ich das oder das tue? Und was verpasse ich dabei? Und vielfach, wenn ich mich mal auf diesen Gedanken einlasse, stelle ich fest, wir haben so eine Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, was könnte alles passieren bei einem solchen monetären Risiko. Da ist vielfach gar nichts da. Und das ist eben genau der Punkt. Und je größer ich die Sprünge lasse,
Umso größer wäre natürlich auch ein monetäres Risiko. Wenn ich aber in kleinsten Schritten begleitet, permanent da dran bin und einfach Dinge ändere, ausprobiere, bewusst ausprobiere, da bin ich auch in der Lage, immer auch den Schritt zurückzugehen, ohne dass ich irgendwas groß verloren habe. Ich habe nur bei gelernt. Und das verpasse ich komplett, wenn ich die ganze Zeit nur über Risiko rede. Was könnte passieren, wenn? Ich lerne nicht dabei. Wir haben einen Teil Lernen auch verloren und das finde ich einfach sehr schade. Und in vielen Fällen haben wir kein Risiko. Da ist null Risiko da. Ja, ich glaube, also meine persönliche Meinung dazu ist, auch aus der Erfahrung, Lernen bedeutet immer Kosten verursachen. Also wenn man sich weiterbilden möchte, also jetzt nicht unbedingt im Unternehmen, aber das verursacht ja erstmal Kosten. Und diesen Benefit, den sehen viele nicht, was bedeutet es, in seine Mannschaft zu investieren. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir vielleicht besser werden können, dass wir Lernen als Chance sehen. Und wenn wir jetzt wieder Toyota nehmen, ich habe das auch in den letzten Monaten auch mal ein bisschen recherchiert, dieses systematische Coachen bedeutet ja Lernen, ihm nicht zu zeigen, was er tut, sondern mit ihm zu reflektieren, was ist denn da gerade passiert, weil du das so und so gemacht hast, um diesen Lernprozess anzustoßen. Und und wenn man sich mal den Sport anschaut, kein einziger Sportler, keine einzige Mannschaft kommt ohne Trainer klar. Aber in Führung, das ist dann Gott gegeben. Ja? Das ist so, und ich sag mal, da bin ich auch sehr an dieser Stelle ein bisschen schwarz-weiß, weil ich einfach mit diesem Wort Coaching inzwischen echt ein Thema habe. Heutzutage ist ja jeder Coach. Da haben wir noch eine fundierte Ausbildung zu bekommen, die auch prozessuales Coaching ermöglicht und auch sinnvoll ist. Alles andere sind für mich, habe ich meine Schwierigkeiten mit. Und Coaching bedeutet, das haben wir damals auch extra in der indirekten Expertenausbildung auch mal festgelegt, ist ein Dialog. Also es ist nicht nur, ich stelle Fragen und der andere kriegt Antworten. Das ist ein anderes Thema noch, da können wir uns vertiefen auch nochmal drüber unterhalten, was das mit Haltung und Rolle bedeutet. Ja? Ja. Und da bin ich inhaltlich bei dir. Ich sag mal, wenn ich nur an meine Zeit bei Festool denke, ja, und man muss sich echt geben, Tesla war bei uns im Werk, weil die genau wissen wollten, wie wir unsere Elektromotoren bauen und harzen. Ja, das haben die nirgendwo wussten, aber wir waren es in Neitlingen, nirgendwo bei den 10 Millionen Kirschbäumen. Da war der Chefplaner von Tesla und wollte genau wissen, was und wie wir was machen, weil wir halt eben genau, und was habe ich dort geändert gehabt? Ich habe meinen Mitarbeitern einen Rahmen gegeben. Wir haben zusammen diesen Hoshin-Kanri operativ über Shopfloor Management messbar umgesetzt. Und in dem Rahmen musste jede Führungskraft, wo er seinen Freiheitsgrad drin hatte, Dinge auszuprobieren. Und das war auch nicht schlimm, weil nur wenn ich etwas ausprobiere, kann ich lernen. Und wenn ich sowas nicht zulassen will, dann brauche ich mit dem ganzen Zeugs auch nicht anfangen. Dann hat das aber was mit mir als Führungskraft zu tun. Ja, im Endeffekt andersrum formuliert, ich erzeuge permanent Prozessschwächen. Und mit diesen Prozessschwächen, die ich auch bewusst herausarbeite, ich will die ja sehen, damit ich daran arbeiten kann, da muss ich als Führungskraft mit umgehen können. Ich muss Entscheidungen treffen, ich muss helfen, ich muss die Leute, ich sage mal ein anderes Wort, begleiten. Ja, ich muss auch mal eine Ansage machen, das ist ja je nachdem, wie die Dringlichkeit ist oder wie der Reifegrad der Person auch entsprechend ist. Und das ist ganz entscheidend bei der Sache. Und wenn ich jetzt an mein letztes Jahr denke, das war ein Werk mit 800 Leuten. Und die waren technologisch ausgefuchst über Jahre. Wir haben ein tolles Produkt technologisch hergestellt und haben sich über die Technik verkauft. Und die Aufgabe von mir und den Kollegen war, dort, ich sag's mal, nach Toyota das prozessuale Coaching durchzuführen und Shopfloor Management einzuführen und diese Sachen. Und wenn ich mir überlege, dass der eine Abteilungsleiter, und der ist wirklich ein Urgestein von diesem Werk gewesen, der hat nach einem Dreivierteljahr, hat er es geschafft, in der Produktion, in seinem Bereich, das zu sehen, was ich sehe und auch in der Wahrnehmung seiner Person wahrgenommen zu werden. Das war total interessant. Wenn er durch seinen Verantwortungsbereich gegangen ist, das hat dort kein Mitarbeiter einen Hahn gekräht. Also das war dem quasi egal. Der ist da durch und da war so, ja, da ist er. Sobald ich meine Nase hineingesteckt habe, ich war sofort, oh, scheiße, ja, da kommt der Klee. Ja, so, ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass das ordentlich läuft. Und den Abteilungsleiter dahin zu bringen, dass er auch wieder in seiner Rolle und in seiner Haltung wahrgenommen wird. Ohne dass er hat nichts gesagt. Die Übung war wirklich, er läuft durch die Reihe und erzeugt eine Aufmerksamkeit. Einfach bei ihm.
Er hat nichts gesagt, das war nicht die Aufgabe. Sagen wir es ganz einfach, ja? Darum geht es nicht. Dann durchzugehen und einfach nur diese innere Spannung zu bekommen. Das hat ein Jahr gedauert, bei einer 4-Tage-Woche. Ja? Und es hat dann eine Menge Energie gekostet. Und ja, ich weiß, wenn ich ich meine, ihr habt ja auch die Kontakte zu den ehemaligen Toyota-Kollegen und wenn er dann beim dritten Bier, wenn sie dann mal in der Laune sind zu plauschen, weil die sind alle so nett, ja, und sagen immer ja und stimmt. Und wenn sie dann mal aus ihrem eigenen, wirklich echten Arbeitsleben erzählen, dann kümmern die sich um alles andere, aber sicherlich nicht um irgendwelche großen High-End-Sachen. Da geht es immer um den Mensch. Wie kriege ich den Prozess so gestaltet, dass der Mensch da drin so gut wie möglich funktioniert? Wir haben einen ganz anderen Fokus. Und auch die Qualität ist auf einem ganz anderen Level bei denen inhaltlich, als dass wir mit dem ganzen Lean-Management teilweise drumherum machen. Ja, ich kann mich immer erinnern, mein erster Tag in der Expertenausbildung, also im Basistraining damals noch, und da wurde uns ein Video gezeigt von Toyota, hat irgendeiner bei dieser Japan-Lernreise aufgenommen mit diesem 3310-Telefon wahrscheinlich noch, also von Nokia, und ganz verwackelt. Und da ist mir echt so eindeutig geworden, dieses Video von dieser Toyota-Fabrik also es war ein Video für Menschen, die die Fabrik besuchen, also ein offizielles Video. Da ging es viel um die Prozesse und wie der Mensch in diesen Prozessen wirkt. Wenn du das bei uns siehst, und das ist nicht ein Daimler-Problem, das ist, glaube ich, das ist das schöne Modell, der schöne Motor, wie ist der Motor, was ist an der Technologie dran. Also das verkaufen wir den Menschen, was natürlich auch ein Teil da ist. Aber der Japaner oder Toyota, Japaner stimmt nicht, Toyota verkauft viel, genau die leben das. Also da merkst du auch, da ist ein Leben dahinter. Wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielleicht die letzten paar Worte. Ja, gerne. Ich habe noch inhaltlich, weil das ist aus meiner Sicht echt wichtig. Das ist das, was ich eben sagte, wo ich bei Porsche in eine Kultur eingetreten bin und eigentlich drinne war und ich wusste, was ich da eigentlich alles tue. Bei Toyota auch so. Und jetzt glauben wir, dass wir diese Dinge, Vorgehensweisen im Endeffekt das einfach mal Mittelstand überstülpen können. Ja, funktioniert da, machen wir auch dort. Das funktioniert schlichtweg nicht. Und das ist einfach eine Sache, da muss man auch anders rangehen, weil diese kritische Masse nicht da ist. Wir sind alle ganz anders erzogen und wir haben eine ganz andere Grundlage und eine Haltung. Und da muss ich immer wieder übersetzen und adaptieren und den Gedanken dahinter vermitteln, anstatt 1:1 etwas zu kopieren. Das wollte ich kurz dazu erwähnt wissen. Ja, vielen Dank erstmal für diese wichtigen Themen. Vielleicht als Abschluss von diesem sehr interessanten Interview, wie geht denn die Welt weiter für uns alle nach Corona? Was ist so deine Einschätzung und wo gehen wir denn hin? Was müssen wir denn ändern und was können wir denn wirklich ändern? Also aus meiner Sicht, man sieht es ja oben, ich habe ja so zwei Logos. Das eine ist so das Thema Lean-Beratung und das andere, was ist Wirktief? Das hat genau was damit zu tun, weil ich musste mich ja auch in diesem Jahr mit auseinandersetzen, wie geht es mit weiter? So, diese gerade Mittelständler, Unternehmen, die haben sich jetzt vollgepumpt teilweise mit Krediten. Das Problem an diesen Krediten ist nur, die müssen zurückgezahlt werden mit Zinsen. So, das ist das Thema. Hinter Wirktief verbirgt sich, dass ich dort mich zum Fachberater Sanierung und Turnaround nach dem IDW S6 weiterqualifiziert habe. Das ist inhaltlich total interessant. Das ist ein Grundstandard für Banken und einen Insolvenzberater. Weil was fehlt? Das war ja deine konkrete Frage. Aus meiner Sicht fehlt einfach eine 2-3-Jahres-Strategie, die wirklich auch operativ umgesetzt wird. Also die nicht als Bild einfach nur da hängt, sondern diese Rahmenbedingungen, die sich auch in nächster Zeit immer wieder ändern werden, das mal aufzuschreiben und wirklich umzusetzen. Umzusetzen heißt wirklich über Shopfloor-Management-Kaskaden. Ich benutze die ganze Zeit nichts anderes wie eigentlich unsere Lean-Tools. Und die Führung muss so gestaltet sein, wer heute glaubt, als Einzelkämpfer da oben die Richtung anzusagen, der hatte gestern schon in meinem Verständnis verloren, das ist nicht möglich. Ich habe selbst bei 550 Leuten, die ich geführt habe, war es nicht möglich. Das geht nicht. Ich kann nicht alles abfangen. Ich brauche meine Führung, wo wir permanent in Kommunikation sind, um immer wieder zu schauen, hat sich was an der Strategie geändert? Müssen wir etwas anpassen? Müssen wir was zurücknehmen? Müssen wir etwas dazu nehmen? Und das aber in einer Schnelligkeit über die Kaskaden im Shopfloor-Management nach unten zu bringen und messbar zu machen. Und ich rede, wenn ich darüber rede, dann ist das direkte und indirekte beides inklusive. Das ist nicht das eine oder das andere, es ist immer beides dabei. Und ich glaube, das, was passieren wird, dass viele Unternehmen in sehr, sehr schwierige Situationen finanziell kommen, auch produkttechnisch, auch ausrichtungstechnisch.
wo aus meiner Sicht das Thema Lean-Tools ich bewusst formuliere, und das sind viele Elemente in diesem Grundstandard von dem IDW S6 sind Lean-Tools. Mach eine Strategie, mach deine ganzen Analysen, BWL, Stakeholder-Analysen, alle wie sie heißen, und setze es einfach konsequent wirklich um. Da ist eine andere Konsequenz dahinter. Das sind alles Dinge, da werdet ihr sagen, ja klar, kenne ich. Genau. So. Und ich glaube, dass das konsequente Handeln zukünftig einfach viel stärker gefordert werden muss, weil es eben einfach ums Überleben geht. Ich glaube, dass nach Corona eine grundsätzliche Bereinigung hört sich schwierig an. Es wird aber eine Bereinigung in irgendeiner Form stattfinden, dass es ein paar geben wird, die werden überleben. Es wird ein paar geben, die einfach nicht mehr da sein werden. Und es wird ein paar geben, die, ich sag mal, einfach durchkommen, weil sie einfach innovativer sind, weil sie einfach schneller sind, weil sie ihre Mitarbeiter anders einbinden. Das Thema Digitalisierung, uralter Hut. Ja, ich finde es traurig, was da passiert. Da ist einfach deutlich mehr möglich. Ich muss es halt einfach tun. Und ich muss auch in der jetzigen Zeit in meinem Verständnis investieren für übermorgen. Ja, also digitalisieren, IT von übermorgen muss ich jetzt investieren und nicht abwarten bis. Die Früchte rechnen sich dann später, gar keine Frage. Und ich muss einfach konsequent in meinem Führungsrahmen aufräumen, weil ich einfach auch da jetzt durch Corona sehe, wer ist jetzt hilfreich und wer ist nicht hilfreich. Wer bringt mich weiter nach vorne und wer nicht. Also da sind die Eigentümer, Vorstände und Geschäftsführer schon gefragt. Und ich glaube, dass wir auch uns daran gewöhnen müssen, dass einfach nichts mehr gleich sein wird. Also alles, was gestern an Regeln da war, das kann sich morgen ändern. Ja? Also nur ein kleines Beispiel, das ist jetzt Monate her, da hat man irgendwelche Corona-Erreger auf eine Verpackung in Australien von irgendwelchen, keine Ahnung was, Essmitteln gefunden. Ich möchte nicht ausmalen, wenn das Teil sich weiter da mutiert und fröhlich da die Welt ein bisschen unter den Atem hält, dieser Coronavirus. Was bedeutet das jetzt für unsere Lieferfähigkeit, für unser Netzwerk? Ja, kommen wir auf einmal wieder mehr dazu, lokal zu produzieren, Fertigungstiefe zu erzeugen? Ja, ich habe letztens einen Artikel von Tesla gelesen gehabt. Was ist das Geheimnis? Ja, dass Tesla die entscheidenden Technologien selber entwickelt und produziert. Nichts anderes, was Toyota bis heute macht. Die haben jetzt vor ein paar Tagen das erste Wasserstoffauto für ein paar 60.000 Euro auf den Markt gestellt. Und alles, was mit Wasserstoff zu tun hat, haben sie in Toyota City eigenständig vor 2, 3 Jahren angefangen zu entwickeln, zu lernen, Erfahrung zu sammeln und sind in der Lage, das im Endeffekt auch marktgünstig auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, auch da wird es wieder verstärkt hingehen, Schlüsseltechnologien mehr, sag mal, zu sich selber reinzuholen, also zurückzuholen und das wirklich auch zu können und nicht einfach sich auf irgendwen zu verlassen, weil diese Lieferketten sind einfach instabiler geworden. Ob das jetzt Zoll ist, ob es Streiks sind, ob es Corona ist, es ist im Endeffekt ja gar nicht mehr sicher, wie ich dort auf den Punkt genau meine Teile kriegen kann. Das ist so aus meiner Sicht ein Punkt. Es wird vielleicht zusammenfassend, es werden Firmen um ihr Überleben kämpfen. Seitens Strategie, Führung und Prozesse und Ausrichtung muss sich eine ganze Menge bewegen. Und in dem Thema Restrukturierung, was für mich vor der Sanierung, vor dem echten Insolvenzverfahren ist, gibt es eigentlich aus meiner Sicht eine Menge Potenzial. Das würde dort auch wahrgenommen werden, wenn einfach die Führungskräfte auch eigentlich sehen, dass jetzt genau die Zeit ist, das auch wirklich anzugehen. Und mit dem, was wir als Grundlage haben, das war ja vielleicht auch nochmal so eine Grundidee, was ist die Lean-Ausbildung? Ich muss da immer draußen für Erhellung sorgen, für Werbung sorgen. Wir haben eine bombenmäßige Ausbildung, einjährige bekommen. Ob das direkt oder indirekt ist, ist mal dahingestellt. Wir haben dort Tools, Methoden, Haltung, auch Führung, sagen wir mal, gelernt und lernen dürfen, auch in den vielen Projekten. Ich finde es immer traurig, wenn dann der eigene Konzern, der solche Leute ausbildet, nicht oder nett formuliert sehr wenig mit anfangen kann und draußen die Leute hochwirksam Firmen auf den nächsten Stand bringen können. Und das ist einfach das würde ich mir von Daimler wünschen, einfach diese Qualität der Ausbildung einfach mal anzuerkennen und sie auch entsprechend zu nutzen. Und ich kann nur uns allen wünschen, dass wir dort das richtige Fingerspitzengefühl finden für die nächste Zeit, weil sie wird nicht einfach sein. Es gibt auch kein richtig oder falsch, also auch da wieder es einfach tun, dabei lernen und keine großen Schritte, kleine Schritte und die konsequent gehen, damit auch das Risiko entsprechend abgesichert ist. Das sollte aus meiner Sicht eigentlich ein guter Weg sein.
Ja, vielen Dank. Vielleicht kurz eine Anmerkung mit dieser Fertigungstiefe. Da gab es ja mal eine Fabrik und die ist in der Nähe von Detroit. Da war ich neulich, also vor ein paar Jahren in dem Museum vor Ort, River Rouge. Der hat das ja schon damals gemacht, also alles. Also der sogar den Sand fürs Glas, glaube ich, hat er dort produziert. Also angeliefert bekommen und Glas selber gemacht. Ja. Naja, Ja. das ist das Interessante, das sind uralte Hüte. Uralt, also das ist jetzt nichts, weil wir haben jetzt gerade die Glaskugel ausgepackt. Da muss man einfach auf die Erfolgskriterien schauen. Ja? Und wir wundern uns alle über Tesla. Ich wundert mich nicht. Ich meine, der Typ ist gnadenlos. Und alles, was für ihn wichtig ist, übrigens hat das mit Apple angefangen, das hat er selber gemacht. Punkt um aus Ende. Da hat er seine Finger in dem technologischen Prozess gehabt. Prozessorientiert. Das war's. Mehr ist es nicht. Ja, so vielen Dank auch. Das war sehr interessant für mich, zu lernen über die andere Kultur und die Firma. So ja, vielen Dank. Gerne.